Aber der Moment war natürlich brutal. Also das zu erleben, das ist unbeschreiblich. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Heute ist ein Premierengast bei mir, über den ich mich sehr freue. Sebastian Gebhardt ist da. Hallo. Danke für die Einladung. Hier in unserem schönen Studio. Und bevor wir auf das Spiel gegen Leverkusen blicken, schauen wir noch mal zurück. Am Mittwoch gab es ein Spiel, sehr schön, hochspannend, 3 Punkte in der quasi letzten Sekunde. Verdient? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht haben. Natürlich mit dem frühen Gegentor, dass wir eine sehr gute Reaktion gezeigt haben. Gut ins Spiel, dann machen wir direkt den Ausgleich. Und ich glaube, da hatten wir eine richtig gute Phase, so bis zur 25. Minute. Und da hätten wir uns vielleicht schon belohnen können. Gehen dann mit dem Unentschieden in die Halbzeit. Ja, in der zweiten Halbzeit war es schon ein bisschen wild und chaotisch. Aber ich glaube, wenn man das ganze Spiel zusammennimmt, waren die 3 Punkte schon verdient und auch total, ja, wir sind natürlich total glücklich, dass wir die mitnehmen konnten. Ich sag, dann schauen wir uns doch mal die schönen Szenen aus dem Spiel noch einmal an. Tolle Szenen, aber was für eine Erleichterung. 90 plus 3, 93. Minute. Weißt du noch, wen du dir als erstes geschnappt hast? Nee, nicht mehr so genau. Ich glaube, ich habe mich einfach total gefreut. Und ich glaube, irgendwann kam Edin in meine Arme. Und ich glaube, Armin war auch dabei. Irgendwer, also die komplette Bank, irgendwer war auf jeden Fall dabei. Das weiß man dann nicht nee, mehr. Also dann da freut man sich so. Und am Ende ist es ja auch egal. Hauptsache, wir haben das Tor noch gemacht. Das war total wichtig, dass wir mit den 2 Siegen starten und so die Hinrunde abschließen. Und jetzt morgen gut in die Rückrunde starten können. Mit einer breiten Brust. Auf jeden Fall. Bist du nach so einem Spiel im Kopf leer oder analysierst du auf der Heimfahrt schon den nächsten Gegner, schaust dir die nächsten Videos an? Ja, jetzt gerade in den englischen Wochen ist es natürlich schon sehr, sehr viel. Und wir arbeiten eigentlich schon immer im Voraus. Das Leverkusen jetzt im Prinzip auch schon dann nach dem Spiel von Mainz abgearbeitet wurde. Und dann kümmern wir uns natürlich schon so ein bisschen um das Mainz-Spiel noch, was wir halt mitnehmen können, was wir auch für die nächsten Spiele brauchen. Natürlich ist man erstmal erleichtert, wir müssen die Siege auch feiern, also wir machen uns natürlich viele Gedanken. Und ja, da ist man natürlich erstmal froh, wenn man dann noch 3 Stunden im Bus sitzt, die 3 Punkte hat. Aber man macht sich natürlich schon auch im Hinblick auf, weil es halt so nah und so Spiel auf Spiel geht, denkt man natürlich schon an den nächsten Gegner, aber da ging es in erster Linie auch darum, die 3 Punkte aber es macht doch sicherlich auch Spaß. Auf jeden Fall. Also jetzt nicht nur, natürlich macht Gewinnen viel mehr Spaß als Verlieren oder nur Unentschieden zu spielen, das ist klar. Das gehört einfach dazu und deswegen sind wir total fröhlich und ja, es macht wirklich total Spaß, auch das Spiel nochmal zu gucken und das auch, weil da immer sehr, sehr viele gute Szenen sind, die wir dann mitnehmen wollen. Wir schauen später noch mal drüber, wie ihr euch im Team die Arbeit aufteilt. Erzähl doch mal, was ist denn deine typische Arbeit so an einem Spieltag? Ja, es sind ja mal relativ lange Tage. Also wir sitzen ja morgens im Hotel noch zusammen oder am Trainingsgelände, je nachdem, wie viel wir spielen. Da besprechen wir noch mal die Analyse, wie wir ins Spiel reingehen wollen. Wir besprechen die Aufstellung. Wie erwarten wir den Gegner? Wie ist die Zuteilung in den Standardsituationen? Da sind schon viele Themen. Dann natürlich viele Gespräche mit den Jungs, dass wir die mit einem guten Gefühl als gute Gruppe mit viel positiver Energie ins Spiel schicken. Da führe ich halt auch viele Gespräche mit den Jungs. Und ja, am Ende geht es dann raus auf den Platz. Das Aufwärmen, was wir natürlich Armin, Matze und ich als Dreier gespannt und natürlich Chet und Flo, die Athletiktrainer sind natürlich auch dabei. Ja, und dann am Ende geht's los, wenn der Schiedsrichter pfeift, da fiebern wir natürlich alle mit und versuchen natürlich irgendwie dem Spiel auch so ein bisschen zu helfen. Aber am Ende ist es ein Spielerspiel, das müssen die Jungs machen und da versuchen wir natürlich dann spätestens in der Halbzeit noch ein paar Tipps zu geben. Ja, und nach dem Spiel gehört es natürlich auch dazu, dann den Sieg zu feiern. Jetzt hat Leverkusen die letzten 5 Spiele gewonnen. Haben Sie die Kurve gekriegt? Ja, bestimmt. Also, sie haben eine tolle Mannschaft mit tollen Spielern, sind natürlich nicht so gut in die Saison gestartet mit vielen Niederlagen. Dann kam der Trainerwechsel und seitdem gibt es dann auch vielleicht diesen Aufschwung. Jetzt diese 5 Spiele übergreifend mit dieser 2-monatigen Pause.
Wir haben uns die Spiele angeguckt. Wir kennen halt auch viele Spieler und die Jungs. Und ja, wir versuchen und dabei in erster Linie auf uns zu gucken, was passt zu uns. Wie können wir dem Spiel noch mehr unseren Stempel aufdrücken. Und ja, dann hoffe ich, dass morgen, am Sonntag, die Serie von Leverkusen gerissen ist und unsere weitergeht. Ja, das wäre natürlich das Allerbeste. Jetzt haben wir im Hinspiel 1:0 gewonnen. Jetzt hat ja bei Leverkusen auch viel getan. Der Trainer hat gewechselt. Damals hat ein ganz wichtiger Spieler, Florian Wirtz, auch noch gefehlt. Wie erwartet ihr die Leverkusener? Ja, wie du schon sagst, sie haben eine Serie gestartet von 5 Spielen. Die werden schon mit Selbstbewusstsein aufs Spielfeld kommen. Verändern auch immer so ein bisschen ihre Spielweise. Ist jetzt nicht mehr, dass sie nur diesen Hurra-Fußball spielen, sondern auch schon so ein bisschen abwartend und vielleicht uns dann auch ein bisschen überraschen wollen. Ja, ich glaube, das wird auch ein Spiel auf Augenhöhe, wo die Tagesform und vielleicht das Glück oder das Pech auch ein bisschen mitspielt. Aber wir wollen das alles komplett auf unsere Seite ziehen, mit positiver Energie. Und ja, dann werden wir das Spiel rocken. Xabi Alonso hat gesagt, mit Wirtz sind wir besser. Auf wen müssen wir sonst noch achten? Ja, es ist jetzt nicht der eine oder ich glaube, das ist das Konstrukt. Also die haben sehr, sehr viele gute Spieler, vor allem das Tempo von Diaby vorne mit Logic und so weiter. Also die haben tolle Spieler in ihren Reihen und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Aber wir sind gut vorbereitet und werden, glaube ich, ein gutes Spiel machen. Jetzt weiß der eine oder andere BVB-Fan vielleicht nicht, ich kann es mir ja zwar nicht vorstellen, dass du deutscher Meister bist. Du hast mit der U17 die deutsche Meisterschaft gewonnen. Erfreulicherweise auch noch in München. Du warst Cheftrainer. Und rund um das Finale haben wir von BVB TV euch begleitet. Und daraus ist ein wirklich unfassbar toller Beitrag geworden. Und ein paar Szenen schauen wir uns jetzt mal an. In der Absetzung auf Haller oder Maltes. Wir mit einer flachen 4 öffnen, dadurch haben wir immer mindestens 5 Gegner. Das ist mein erstes Finale als Cheftrainer. Ich versuche es auch zu genießen, so im Hier und Jetzt zu leben, jetzt nicht immer als höher, schneller weiter zu streben. Mal gucken, was übermorgen oder in den nächsten Wochen, Tagen, Monaten passiert, sondern mich da auch total zu fokussieren und einfach morgen aufzustehen und einfach irgendwie meinen Job am besten möglich zu machen. So bin ich bis jetzt gut gefahren und das versuche ich der Mannschaft dann zu übertragen, dass die auch morgen aufstehen und sagen, pass auf, heute ist mein Tag und heute werde ich allen zeigen, dass ich ein besserer Fußballer bin und dann heute das besser abrufen kann als mein Gegenspieler. Ja, grundsätzlich bin ich schon auch eher ein ruhiger Typ, dass ich schon versuche, denen auch Ruhe zu vermitteln, weil ich glaube, auch mit Ruhe und Freude kann man halt viel mehr die Leistung abrufen, die wir brauchen. Und ja, ich versuche dann halt so aus meinem Bauchgefühl, aus meinem Fingerspitzengefühl zu gucken, was die Jungs jetzt brauchen. Brauchen sie einen Arschtritt oder brauchen sie jetzt doch irgendwie den Impuls, ein bisschen lockerer zu werden und ihnen dann einfach diesen Spaß und die Freude am Gewinnen einfach mitzuteilen und auch zu vermitteln. Was geht dir jetzt gerade durch den Kopf, wenn du die Bilder siehst? Ja, das schon ganz schön lange her ist. Ja, 5 Jahre. Fast 5 Jahre, ja, aber eine tolle Zeit. Also es hat super viel Spaß gemacht, mit den Jungs zu arbeiten in der Jugend. Einer ist jetzt immer noch dabei. Also es war eine tolle Zeit, tolles Erlebnis, die ganze Saison. Also da waren wir echt eine coole, eingeschworene Truppe und konnten das natürlich, wie du gerade schon sagst, vor allem in München mit dem Titel krönen. Quasi unschlagbar. Wie lange kennst du Edin eigentlich schon? Boah. Boah, ist länger als ein Jahr. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, knapp 20 Jahre jetzt. Ehrlich, ja. Also wir haben zusammen Fußball gespielt, wir haben zusammen studiert. Und spätestens dann hier in Dortmund haben uns dann unsere Wege wieder gekreuzt. Er hat mich ja damals als Co-Trainer zu U16 zurückgeholt, hier hingeholt. Ich war ja als Spieler auch schon hier, als Jugendspieler. Und ja, vor ziemlich genau 10 Jahren ging dann hier die Reise los. Hat sich dann aber relativ schnell wieder... ja, unsere Wege haben sich wieder schnell getrennt, weil als er dann in die Türkei gewechselt ist, ich bin dann hier geblieben, habe dann hier auf ihn gewartet, er hat ein bisschen Erfahrung gesammelt und, ja, und jetzt sind wir wieder vereint. Das kann man schon Freundschaft nennen. Ja, auf jeden Fall, also mehr ist das auf jeden Fall. Würdest du sagen, ihr seid im Fußball komplett deckungsgleich, ihr habt die gleiche Idee vom Fußball oder gibt es da auch mal Reibungspunkte? Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir schon ähnliche Ansichten in vielen, vielen Sachen. Aber wir sind da jetzt auch nicht komplett gleich. Das ist ja, glaube ich, gar keiner. Also es gibt ja immer mehrere Ideen. Aber wir versuchen uns da irgendwie auch so ein bisschen, oder wir ihn auch zu unterstützen. Also natürlich gibt es immer noch eine Möglichkeit B, C, D oder E. Aber am Ende versuchen wir uns auf 2 oder auf 3 Optionen zu einigen. Und ja, die dann klar anzusprechen, die mit den Jungs zu erarbeiten, die dann im Optimalfall auch vom Training ins Spiel umsetzen. Aber im Großen und Ganzen sprechen wir da schon eine Sprache und haben da schon ja, eine ähnliche Idee. Jetzt kommt die Situation, ihr sitzt zusammen, ihr 3, ihr seid euch überhaupt nicht einig.
Aber es muss eine Entscheidung getroffen werden. Wer macht's Ja, dann entscheide ich die natürlich. Ja? Nein, Quatsch. Also die Situation gibt es eigentlich selten. Dann diskutieren wir da kurz, aber am Ende ist den Cheftrainer. Aber wenn ich ehrlich bin, gab es die Situation jetzt auch noch nicht. Natürlich irgendwie, wenn es um Aufstellung geht, also hat jeder seine Ideen. Aber ich glaube, am Ende finden wir da immer einen ganz guten Konsens. Jetzt möchte ich dir noch eine Szene zeigen, wo ich glaube, dass das eine der schönsten in deinem Fußballerleben gewesen ist. Da bin ich mal gespannt. Zwei frisch gebackene Derby-Sieger vor der Südtribüne. Wie war das für dich? Ja, es war ein unfassbares Erlebnis. Also es war auch ganz, ganz spontan. Ich weiß noch, ich stand hier unten, haben, glaube ich, noch unsere Familien Hallo gesagt. Und dann hat die Südtribüne Edin gerufen und da habe ich gedacht, jetzt soll er das mal richtig schön genießen. Aber er kam, ich gehe nur mit dir. Ja. Und, ja, aber das zeigt ja auch, wie sehr ihr euch versteht. Ja, also wie gesagt, also ich brauche das, also ich will mich hier gar nicht in den Vordergrund stellen, dass ich jetzt immer vor die Süd gehe. Ich spiele nicht, also die Jungs sollen sich feiern lassen. Aber der Moment war natürlich brutal. Also das zu erleben, das ist unbeschreiblich, vor der Süd zu stehen, nach dem Derby-Sieg. Also den Moment werden wir oder ich vor allem auch nie vergessen. Das war's schon, Gabi. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, unsere Fans haben auch mal einen Co-Trainer kennengelernt, den sie vielleicht so in der Art und Weise noch nicht gesehen haben. Vielen Dank. Kommt mir morgen nicht ohne Punkte nach Hause. Drei Punkte bringen wir mit. Das wäre schön, da würden wir uns alle freuen. Das war's vom Feiertagsmagazin. Der Nobby und der Gabi. Tschüss, macht's gut. Tschüss.